Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won a victory. Herzlich willkommen bei dem Kanal von Flying Anker. Herzlich willkommen auf Gran Canaria. Wir haben uns auf Gran Canaria einen Leihwagen genommen. Wenn ihr auch Tipps wollt, wie ihr günstig an einen Leihwagen kommt, schreibt uns einfach eine Nachricht. Aquí en Gran Canaria hemos alquilado un coche de manera muy económica. Si queréis que os demos algún consejo, escribidnos por privado. Wir sind auf dem Pico de las Nieves, der zweithöchste Gipfel von Gran Canaria. Es ist ein erloschener Vulkan. Es ist hier ein bisschen kalt, aber wenn die Sonne scheint, ist es ganz angenehm. Direkt hinter mir sieht man den Roque Nublo und man sieht sogar von hier aus die Dünen von Maspalomas. Man kommt bis hierher mit dem Auto ganz leicht hoch, man kann hier direkt hinter mir parken und es gibt aber auch einen Wanderweg. Vom Parkplatz sind es nur ein paar Treppen hier hoch zum Aussichtspunkt. Eine Wahnsinnssicht erwartet euch. El acceso a este mirador es muy fácil, ya que se puede subir perfectamente en coche. Para la gente a la que le gusta el senderismo también se puede subir andando. Aquí suele hacer un poquito más de frío, así que os recomiendo que os llevéis una sudadera que os proteja del viento, aunque hoy hace sol, así que estamos bastante bien. De aquí se puede ver el Roque Nublo, que es el pico más alto de la isla, y a mi derecha se ven las dunas de Maspalomas. Wir sind auf dem Weg zum Roque Nublo, dem höchsten Punkt von Gran Canaria. Wenn ihr auf dem Weg zum Roque Nublo seid, auf der rechten Seite befindet sich dieser wunderschöne Wald. Es ist hier erlaubt zu campen, wie ihr hinter mir sehen könnt. Wenn ihr also Freunde der Natur seid und gerne campt, ist das euer Ort. De camino hacia el Roque Nublo os encontráis aquí este bosque donde está permitido hacer camping. Si os traéis las tiendas de campaña, este es el sitio perfecto para disfrutar de la naturaleza. Direkt hier hinter mir seht ihr den Hauptparkplatz. Wenn der allerdings voll ist, ist direkt 100 Meter weiter ein weiterer. So, wir klimmen jetzt den höchsten Gipfelfelsen hier von Gran Canaria, den Roque Nublo. Er ist 1813 Meter hoch. Auf geht's! El acceso al Roque Nublo es relativamente fácil, ya que tiene un aparcamiento para los coches, y si este se llena, hay otros dos aparcamientos a unos 100 metros de aquí que son un poco más pequeños, pero se puede acceder bien. Ahora vamos a subir al Roque Nublo, el pico más alto de Gran Canaria, que mide aproximadamente 1800 metros. Hier im Wetterbericht stand 14 Grad, aber ich kann nicht sagen, es ist sehr warm. Antes de venir a hacer esta ruta hemos mirado en Google el tiempo y decía que hacían alrededor de 14-15 grados y creemos que hace bastante más porque estamos sudando y el sol es que está pegando bastante fuerte. Und da ist er, der Roque Nublo. Eines der schönsten Dörfer aus Spanien, Tejeda. Herzlich willkommen in Tejeda, eines der schönsten Dörfer von Gran Canaria. Es ist super verbunden mit dem Roque Nublo und dem Pico de las Nieves. Es ist ein weißes Dorf mitten im Tal und es ist einfach wunderschön. Schaut selbst. Estamos en Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de Gran Canaria. De hecho, nada más entrar al pueblo lo pone bien en grande en los carteles. Es un pueblo pequeño,
Muy bonito porque es blanco y está en medio del valle y tiene unas vistas espectaculares. Este pueblo está muy bien conectado con el Roque Nublo y con el Pico de las Nieves. Herzlich willkommen in Teror, eines der ursprünglichsten Dörfer von Gran Canaria. Ahora mismo nos encontramos en Teror, el pueblo conocido por la Virgen del Pino. Teror es un pueblo muy antiguo donde las casas están muy bien mantenidas y cada una tiene su propio color. Teror ist bekannt für seine wunderschönen Pinienbäume, auf Spanisch genannt Pino. Teror es el pueblo del Pino. Wir sind in Arucas und werden jetzt erstmal den Rumhersteller Arejucas besichtigen. Wir sind heute in der Rumfabrik Arejucas. Hier werden verschiedene Liköre und Rum hergestellt. Hoy nos encontramos en la destilería Arejucas. Aquí se producen diferentes tipos de ron, licores y cremas. Direkt hier im Hintergrund befindet sich die Kathedrale San Juan Bautista im Zentrum von Arucas. Aquí en el centro de Arucas podemos ver la iglesia San Juan Bautista. Wir befinden uns in Tilos de Moya im Norden von Gran Canaria. Die Wanderroute ist ungefähr 2 Kilometer lang und der Schwierigkeitsgrad ist einfach eine wunderbare Wanderroute auch für Kinder. Estamos en Tilos de Moya, en el norte de Gran Canaria, una ruta de senderismo de aproximadamente 2 kilómetros que tiene un nivel de dificultad bajo, por lo cual es perfecta también para realizarla con niños. Wir befinden uns in Puerto Las Nieves im Nordwesten von Gran Canaria. Es gehört zu Agaetes. Es ist ein kleines Fischerdorf. Man hat einen wunderschönen Strand und viele kleine weiße Gassen. Wer gerne Fisch isst, ist hier am perfekten Ort. Estamos en Puerto Las Nieves, que pertenece al pueblo Agaete, en el norte de Gran Canaria. Es un sitio recomendable para la gente a la que le gusta comer marisco y pescado, ya que hay muchos bares y restaurantes en la orilla del mar. Flying Anka. Hinter mir seht ihr das Castillo de la Luz von Las Palmas. Mittwochs ist der Eintritt hier umsonst im Castillo de la Luz. Aquí se puede ver Castillo de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Los miércoles la entrada es gratuita. Wir sind an Las Canteras Beach, der berühmteste Strand im Norden von Gran Canaria. Estamos en Canteras, la playa más conocida del norte de Gran Canaria. Aquí el agua es muy tranquila, por lo que mucha gente aprovecha la ocasión para practicar paddle surf o snorkel. Hier im Hintergrund sieht man viele Steine, die einen natürlichen Schutz bieten und somit ist das Wasser ziemlich still. Man kann es perfekt nutzen, um Paddlesurf zu machen oder schnorcheln zu gehen.
In Spanien wird sehr viel Paddel gespielt. Hier ist es allerdings das erste Mal, dass wir auch sehen, dass die Leute Paddel am Strand spielen. En España se juega mucho al pádel. Esto es la primera vez que vemos que se juega el pádel en la playa. Wir sind gerade im Viertel von Vegeta von Las Palmas. Hier ist jeden Donnerstags Tapas-Tag. Ahora mismo estamos en Vegeta, en el casco antiguo de Las Palmas. Aquí los jueves es el día de la tapa. Willkommen in Las Palmas, die Hauptstadt von Gran Canaria. Bienvenidos a Las Palmas de Gran Canaria. Es gibt hier zwei bekannte Viertel, Vegeta und Triana. Die schauen wir uns jetzt mal an. Estamos en el casco antiguo y aquí hay dos barrios conocidos, el barrio de Vegeta y el de Triana. Hinter mir befindet sich die Markthalle von Vegeta. Jeden Donnerstag ist hier Tapas-Tag. Also ein perfekter Tag, um hierher zu kommen und spanische Tapas zu essen. Aquí podemos ver el mercado de Vegeta. Aquí los jueves es el día de las tapas. Willkommen in der Markthalle von Vegeta. Es riecht hier richtig lecker nach Obst. Aquí en el mercado de Vegeta huele a fruta fresca, es increíble. Das ist ein wahres Paradies für Fruit Lovers. Esto es un paraíso para amantes de las frutas. Plátano Manzano, eine Banane, ganz typisch von den Kanarischen Inseln. 1,80 € die kleine Banane. Este es el plátano manzano. 1,80 € me han cobrado. Dicen que es un plátano especial de aquí de las Canarias. Hier hinter mir befindet sich das Haus von Columbus, La Casa de Colón, und dessen Museum. Auf seinen Reisen hat er mehrere Stopps hier auf Gran Canaria in Las Palmas gemacht. Deswegen wird das Haus nach ihm benannt. Esta es la Casa Colón, es un museo. Aquí Colón, en sus viajes a lo largo del mundo, hizo varias paradas en Las Palmas de Gran Canaria. Hier hinter mir befindet sich die Kathedrale von Santa Ana im Zentrum von Las Palmas. Aquí se puede ver la Catedral Santa Ana en el barrio de Vegeta. Wir sind jetzt im Viertel von Triana, bekannt für seine vielen Restaurants und Shops. Auf geht's! Ahora estamos en el barrio de Triana, muy conocido por sus restaurantes y tiendas. Wir sind hier in der Haupteinkaufsstraße von Triana. Aquí estamos en la calle principal de Triana, donde están la mayoría de las tiendas. Man kann hier sehr gut und gesund essen. Wir haben hier jeden Morgen gefrühstückt und auch sehr gut zu Abend gegessen. Wenn ihr Tipps braucht, könnt ihr uns gerne schreiben bei Instagram, bei Flying Anchor, schreibt es eine private Nachricht und wir können euch gerne Restaurants weiterempfehlen. Prácticamente hemos desayunado aquí en el barrio de Triana todas las mañanas y también hemos cenado aquí alguna que otra noche. Si queréis que os digamos algún restaurante bueno, ya sea para desayunar, para comer o para cenar, no dudéis en escribirnos en las opiniones o escribirnos un mensaje por privado por Instagram. So, das war's von unserer Gran Canaria Reise. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn ihr Fragen habt und ein Abonnement. Wir sehen uns auf unserer nächsten Reise wieder. Bis zum nächsten Mal. Hasta pronto. Tschüss.